Das ist Tom. Heute begleiten wir Tom auf dem Weg zum Hörgerät. Hallo, das freut mich, euch kennenzulernen. Ich möchte euch gerne erzählen, was ich in meinen letzten Ferien erlebt habe. Beim Abendessen hat mich nämlich meine Tochter gefragt, ob ich die Grillen höre. Und wisst ihr was? Ich habe nichts gehört. Gar nichts. Ja, vielleicht höre ich nicht mehr gut. Das ist sehr gut möglich, Tom. In der Hörgeräteentwicklung ist das ein bekanntes Problem. In diesem Bild kann man eine typische Altersschwerhörigkeit sehen. Ein Normalhörender hört alles. Sowohl in den tiefen wie auch in den hohen Tönen und über die gesamte Lautstärke hinweg. Die rote Linie zeigt eine typische Altersschwerhörigkeit, die meistens in den hohen Tönen beginnt. Die Grille zum Beispiel liegt genau in dem Bereich der hohen Töne und ist in diesem Beispiel nicht oder schlecht zu hören. Schwerhörig sein bedeutet nicht nur die Welt einfach leiser zu hören, sondern vieles klingt verschwommener und verwaschener. Das heißt, es reicht nicht nur einfach alles lauter zu machen, sondern es braucht komplexe Funktionalitäten, um das Gehörte wieder klarer und deutlicher zu machen. Diese Funktionalitäten werden bei uns mit Probanden evaluiert und anschließend optimiert. Und mir geht es darum, dass Sie die mittleren Buchstaben zwischen den A's erkennen und auf dem Bildschirm diesen Buchstaben auswählen. Für diese Untersuchungen brauchen wir spezielle schallabsorbierende Räumlichkeiten, in denen man sogar das Kauen einer Schnecke hört. Und Messequipment verschiedenster Art. Es ist nämlich nicht nur das mit den Grillen. Es ist so, auch in lauten Situationen, wie zum Beispiel am Stammtisch oder im Restaurant, kann ich nicht immer allen Gesprächen folgen. Thomas bekommt 7 rote Schuhe. Tanja kauft 8 nasse Messer. Nina gibt 2 weiße Autos. Das strengt mich an. Und das führt dazu, dass ich nicht mehr so gerne an den Stammtisch gehe und meine Freunde eben nicht mehr treffe. Und das finde ich schon schade. Moderne Hörgeräte können heutzutage komplexe Hörsituationen analysieren und mit Signalverarbeitungsalgorithmen in Echtzeit verbessern. Diese Algorithmen werden in Software geschrieben und für die Mikroprozessoren der Hörgeräte optimiert. Um dies zu tun, sind viele Softwareentwickler und Softwaretester am Werk. Im Folgenden sehen wir gerade einem Softwareentwickler über die Schulter, wie er die schwierige audiologische Situation von Tom optimiert, um die maximale Performance des Algorithmus zu garantieren. Thomas bekommt 7 rote Schuhe. Tanja kauft 8 nasse Messer. Nina gibt 2 weiße Autos. Das Resultat ist noch nicht zufriedenstellend. Der Algorithmus muss weiter verbessert werden. Thomas bekommt 7 rote Schuhe. Tanja kauft 8 nasse Messer. Nina gibt 2 weiße Autos. Nun ist das Resultat schon viel besser. Dies ist jedoch erst der Anfang und es braucht noch viele Schritte, bis dieser Algorithmus auf einem Hörgerät funktioniert, so dass Tom und andere Hörgeräteträger ihn nutzen können. Nicht nur Geräuschunterdrückungsalgorithmen sind wichtig für das Verstehen in dieser Situation, sondern auch aus welcher Richtung der Schall kommt, sogenannte Direktionalität. Diese Messungen müssen am Kopf gemacht werden. Dafür stehen uns künstliche Köpfe zur Verfügung und später auch Köpfe von echten Personen. Dazu erzeugt man zum Beispiel Sinus-Sweeps aus verschiedenen Lautsprechern und misst dabei den Schallpegel der Hörgeräte am Kunstkopf für jede Schallrichtung. Damit kann man die Direktionalität, also das Richtungshören der Hörgeräte, dreidimensional erfassen und nachher anschauen und auswerten. Die resultierende Grafik zeigt eine farbige Wolke. Im Beispiel haben rote Bereiche die höchsten Schallpegel am Hörgerät. Also das klingt schon mal sehr gut. Aber solche elektronischen Geräte, die brauchen doch sicher eine Batterie, oder? Und wie funktioniert denn das mit dieser Batterie? Wie lange hält die Batterie? Und muss ich die auswechseln oder muss ich die auswechseln lassen? Und was, wenn die im dümmsten Moment leer wird? Unsere neuesten Geräte sind wieder aufladbar.
Bei denen muss die Batterie nicht mehr gewechselt werden und sie hält garantiert den ganzen Tag. Die nachgestellte Szene zeigt, wie das Feedback von einem Hörgerätenutzer aus einer Usability-Studie eingearbeitet wird. I'm a bit worried because if they are very bright and I have that next to my bed, that I can't sleep because it's too bright. Okay. So Diesen Nutzer stört es, dass seine Hörgeräte während dem Aufladen auf seinem Nachttisch blinken. Unsere einfache Lösung: Das Ladegerät hat einen Deckel, so dass man das Blinken nicht mehr sieht. We can keep the LEDs and have another box with a lid or something like that. You mean the LEDs? hide, like you have LEDs and you hide them afterwards. Kind of, yes. Yeah, actually that's a good idea. Super gut. Und wie ist das mit der Größe? Ich will nämlich nicht unbedingt so einen Klotz am Ohr, den man schon von weitem sieht. Durch die technischen Fortschritte wurden die Hörgeräte über die Jahre immer kleiner und somit weniger sichtbar. Neue Technologien anzuwenden, um unsere Produkte so klein wie möglich zu machen, ist eine meiner Haupttätigkeiten. Hier versuche ich, eines unserer Elektronikmodule noch besser zu verpacken, sodass noch kleinere und weniger sichtbare Hörgeräte möglich werden. Das vom Ingenieur entwickelte Design wird dank diesen automatischen Maschinen dann in Millionen Stückzahlen produziert. Also klein sind die ja, das sehe ich. Aber sind die auch zuverlässig? Und sind die robust? Muss ich die zum Beispiel beim Sport ablegen? Wie ist das? Halten die was aus? Tom, unsere Ingenieure tun alles dafür, dass deine Hörgeräte lange halten und du sie in jeder Situation tragen kannst, auch beim Sport. Diese elektronischen Komponenten verpacken wir möglichst robust und kompakt in ein ansprechendes Design. Wichtig dabei ist es darauf zu achten, dass Serienfertigung und spätere Montage der einzelnen Komponenten möglichst keine Fehler zulassen. Eine perfektionierte Anordnung der elektronischen Komponenten und ein mit Sorgfalt gewähltes Leiterplattenlayout sind unabdingbar, um eine uneingeschränkte Funktionalität zu gewährleisten. Die Berücksichtigung gegenseitiger Störeinflüsse sind maßgebend für eine mechanische Umsetzung. Um das Maximum an Performance aus neuen Produkten herauszuholen, werden in einem ersten Schritt Prototypen aufgebaut und ausgiebig auf das elektrische und akustische Zusammenspiel geprüft. Treten dabei Schwachstellen auf, werden diese umgehend optimiert, bis sämtliche Anforderungen erfüllt sind. Nach dem Erhalt der ersten fertig produzierten Hörgeräte werden diverse Prüfungen durchgeführt. Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich will ein Hörgerät oder ich will sogar 2 haben. Wie geht's jetzt weiter? Hörgeräte müssen für jeden Träger individuell angepasst werden. Akustiker helfen dir dabei. Das volle Potenzial der Hörgeräte kann nur mit einer herausragenden Anpasssoftware ausgeschöpft werden. Die Software berechnet die bis zu 10.000 Parameter für eine persönliche Einstellung und bietet den Akustikern diverse Möglichkeiten, das Hörgerät perfekt an die Kundenwünsche anzupassen. Am Anfang der Softwareentwicklung stehen neue Kundenwünsche. Diese werden klar definiert und in die Projektplanung aufgenommen. Die einzelnen Punkte werden detailliert ausgearbeitet und visualisiert. Im Team werden die möglichen Varianten diskutiert. Danach kommen die Softwareingenieure zum Zug und programmieren die neuen Funktionen in die Software. Damit bei der Anpassung alles tipptopp funktioniert, wird bei den Softwaretestern alles nochmals auf Herz und Nieren geprüft. Jetzt trage ich die Hörgeräte schon einige Wochen und ich bin wirklich sehr zufrieden. Die Musik, die klingt manchmal noch sehr hell
Da wäre ich froh, wenn ich deswegen nicht extra zum Akustiker zurück müsste. Tom, auch für dieses Problem haben wir eine Lösung. Mithilfe der App verbinden wir die Hörgeräte von Tom mit dem Anpassungs-PC der Akustikerin. Das erlaubt ihr dann, über die Distanz die Änderungen am Hörgerät vorzunehmen. Diese Apps und Services werden auch bei uns entwickelt. Also wisst ihr was, das ist wirklich gut. Vielen Dank euch allen, dass ihr so viel tut, dass ich besser höre.